Hashtag not sponsored. Team Challenge. Heute kommt ihr am Geburtsort der Haribo vorbei. Vor über 100 Jahren wurde in Bonn die Haribo erfunden. Dadurch sind wir auf folgende Herausforderung gekommen. Geht in den Haribo-Shop in Bonn und kauft euch für maximal 10 € Haribo in verschiedenen Farben. Jede Art von Süßigkeiten, also auch zum Beispiel Lakritz, ist möglich. Überlegt euch schon jetzt gut, welche Farben ihr euch auswählt. Denn danach müsst ihr Personen aussuchen, die Kleidungsstücke, Hose und Oberteil in 2 Farben, die ihr ausgesucht habt, tragen. Wenn ihr die entsprechende Person gefunden habt, könnt ihr die Kombination der Haribo essen. Macht dies so lange, bis ihr satt seid. Die restlichen Haribos könnt ihr auch mit auf die Reise nehmen. Das ist echt eine mega kreative Idee. Mega kreative Idee, aber wir müssen schauen, wie viel Zeit wir noch in Bonn haben. Und dass wir zum Morgen nicht so ungesunde Gutzi haben müssen essen. Ist der Plan gewesen, aber jetzt weiterzufahren und in einem Kaffee zum Morgen zu essen. Das zum Morgen, dass wir das gemacht haben, das ist echt herzerwärmend. Das ist super gesehen, dann. Es war wunderschön gesehen, das Rührei, der Kaffee, das Brot, der Schinken, alles drum und dran. Einfach. Jetzt ist es so gewesen, wir haben es nur schön hier in einem Kaffee zum Morgen gegessen, sehr gemütlich gewesen, sehr gute Bedienung. Super gewesen, nach diesen 2 Tagen Couch. Jetzt ist es so, ich habe in Köln angerufen vorher. Guten Tag, wir haben heute Abend bei Ihnen reserviert für Valentin. Es könnte sein, dass unsere Anreise mit 20 Uhr etwas knapp wird. Ist es absolut unmöglich, nach 20 Uhr noch auf den Platz zu kommen? Und sie haben gesagt, easy. Wir sollten uns einfach so zwischen 6 und 7 Uhr melden, wo wir sind, und lässt sich das schon arrangieren. Er hat sehr freundlich getönt und ich denke, ja, wenn wir sagen, du hast eine Platte gehabt oder einer ist reingehauen, dann wird er schon Verständnis haben. So, let's go. Die Strecke dort am Rhein entlang, ey, die ist wunderschön gewesen. Also, Ich habe mir von Anfang an gesagt, dass die Strecke super schön ist. Das hat sich auch bei mir bewiesen. Super mit den Burgen, mit dem Schiff, mit dem Schönen dort am Ufer entlang. Es war echt super bis nach Bonn. Ja, das war knapp. Ja. Also, wir sind jetzt gerade gut 10 Kilometer von Koblenz. Wir haben jetzt dann bald 30 Kilometer zurückgelegt am heutigen Tag. Und ja, es geht weiter. wir sind sehr schnell unterwegs. Verhältnismäßig, ja, sehr. Wir sind dann in der Stadt Koblenz angekommen. Wir sind schön durch Städtle gefahren und dann nachher sind wir in den grossen Edeka-Center gegangen und haben was eingekauft. Haribos unter anderem. Let's go. Valentin hat eingekauft. Die freue ich mich. Auf die freue ich mich. Zum Morgen. Für jetzt. Oh, sind ein bisschen viele Rüebli. Die Menge an Rüebli, die du eingekauft hast. Die hat gehabt bis Etappe 8. 7? Wir haben noch nicht 8 Etappen gemacht. Ja. Und Haribo, damit wir die Tageschallenge doch noch machen können. Ja, für den Haribo-Fabrikladen längt es halt wirklich nicht. Das ist ein bisschen blöd, aber da können wir immerhin eine Tageschallenge machen und haben einen Punkt. Ja, ich hoffe, wir bekommen den Punkt trotzdem. Auch wenn wir halt jetzt in dem Haribo-Laden gesehen sind. Geil! Das sind wenigstens nicht Gigantorrüebli. Das ist so eine Strategie, einfach mit dem Mund abbissen, der Rand, wenn man kein Messer hat. Es ist sausonnig heute, was mega cool ist. Also heute macht das Fahren auch richtig Bock. Also jetzt, der Tag heute, der zeigt mir so, ein paar Wochen auch geil sein. So der erste Tag und der zweite sind eben jetzt so mit Regen und Wind ein bisschen demotivierend gewesen. Aber weißt, mit diesem Wetter, das ist so eigentlich, also ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich kein Wetter vorgestellt auf der Vorbereitung von Wabu, aber das ist schon, so ist es traumhaft, so kann man auch schnell fahren. Also ich habe das Gefühl, wir sind viel besser unterwegs als gestern. Ja, deutlich. Hey, wir haben noch 60 Kilometer und es ist 2 am Nachmittag. Also. Ah ja, das kann man vielleicht auch mal sagen. Mal einen fetten Dank an Seniorito ans regelmäßige und häufige Kommentieren. jeder schießt Kommentar. Copy and paste. Cooles Video. Das steht auch unter diesem Video. Bin mir jetzt sicher. Schaut den Kommentar, dort unten steht's. Gebt mal ein Like. Oder auch uns. Ja, das ist viel auch hier gerne wichtiger. das Video. Das ist viel wichtiger. Auf diesem Video gerne auch noch
Ein Kommentar, ein Like und ein Abo würde uns sehr freuen. Das ist sehr aufwendig, das Ganze da. Ja. Ich habe schon mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt. Ja, aber jetzt ist es gut. Dann nachher, wenn wir das Sandwich oder wenn du Lust hast, schnell noch die heutige Tageschallenge noch mal ausgraben. Weil wir sitzen ja dann hier und dann können wir Haribos essen. Dann haben wir das Gummibärli genommen für die Tageschallenge. Zur Erinnerung, wir haben bei der Tageschallenge müssen Personen beobachten und mit dem Outfit. Also im Prinzip haben wir verschiedene Gummibärli-Farben gehabt. Wenn jetzt jemand grüne Jacke hatte und eine rote Hose, dann haben wir zwei Gummibärli können nehmen, ein grünes und ein rotes so. Und das ist unsere Tageschallenge gesehen. So, der hat rot und grün. Geil. Geil. Irgendwie mache ich Nein, das ist orange, das ist orange. Ich will wenigstens nicht sehr viel machen. Ja. Das Anstrengendste ist, glaube ich, einkaufen. Also, das ist eine coole Challenge, die man auch essen kann. Geil. Schau mal, hier, die Milchbären haben sogar Namen. Anton, Emil, Ema, Frida, Ben und Mia. Wenn Deutschland, alle Namen, die es in Deutschland gibt, in einer Packung sein sollten. Tada! Geil. Und wer hält sich da dran? Eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Niemand. Wir sollen laut der Challenge machen, so viel essen, bis wir satt sind. Ja, okay. Ich habe schon recht viel gegessen, es geht nicht mehr so lang. Ich habe so Schiss, da reinzufahren, weil... Also, liebe Freunde, ihr seht hier, wir sind hier am Rhein. Genau sind wir bei Remagen, gut 20 km entfernt vom Stadtzentrum von Bonn. Und hier seht ihr, hier hat es zwei Pfeiler. Auf dieser Seite und auf dieser, also zwei Pfeiler auf der jeweiligen Seite. Und diese Brücke hier ist sehr berühmt. Die ist 1945 ist die sehr wichtig für die Amerikaner, die sie hier gelandet sind und wollten Deutschland von den Nazis befreien, kurz gesagt. Und dann haben sie die hier im März 1945 völlig unzerstört aufgefunden und haben sie dann nutzen. Und dann ist sie plötzlich gut 10 Tage später einfach zusammengestürzt, die Brücke, vermutlich durch deutsche Sprengladungen. Und dann hat sie etwa 30 amerikanische Soldaten mit in den Tod gerissen. Aber ja, der Ort hier, der ist wirklich lebendige Geschichte. Also wirklich krass. Ich finde es sehr toll, hier zu sein. Aber jetzt gehen wir weiter nach Bonn. Das nenne ich jetzt mal wirklich auf Wasserhöhe fahren. Oi, 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 oi. Krank. Wir haben aber auch erschreckende Sachen gesehen. Hey, aber es sind nur noch 30 scheinbar. 24,3. Oh, geil! Wir sind hier jetzt gerade in Bonn, wie ihr das unschwer merkt, wahrscheinlich. Und es gibt ja das sogenannte Haribo. Und die kommen von hier. Seit 1922 werden dort Goldbeeren produziert. Damit ihr das wisst. Haribo heisst Hans Riegel Bonn. Wir haben eigentlich gedacht ursprünglich, dass wir hier in Bonn gehen einkaufen im Fabrikladen. Aus dem ist jetzt leider nichts geworden. Aber wir haben dann noch in Solingen, also an der nächsten Tagesetappe, die Chance, das vielleicht auch auszuprobieren. Ja. Aber das ist erst übermorgen. Oh ja. Ich bin komplett verspannt überall, ich sag's dir. Geil! Das motiviert. So viel Tag strampelt. Und bald am Ziel. Let's go! So, wir haben eine geile Karte gefunden. Also, einfach zum Sagen, wir sind irgendwo da unten gestartet. Ich weiß nicht genau wo durch, aber man gefühlt halb Deutschland, also fast, ja doch, ziemlich. Erzähl uns mal die guten Neuigkeiten. Es sind noch 5 Kilometer bis zum Camping. Hey.
Geil. Hey Leute, glaub, wir sind in Köln. Oh mein Gott. Alter, das ist so geil. Das ist so geil. Dort hinten. Weißt du, es ist mal ein Miguel gesehen, der in seinem Zimmer, in seinem Kämmerle, gesagt hat, ich will mit dem Velo nach Köln. Jetzt hat er es gemacht. Geil, 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 geil. Und dann sind wir in Köln gekommen. Und Miguel, sein Ziel war erfüllt. Oh ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Wir sind über die Brücke gegangen, wir sind in den Camping gegangen. Nein, man hätte es schon besser können. Jawohl! Du weißt nicht im Fall. Also doch, ich glaube, du weißt es langsam, wie glücklich ich bin. Siehst du an. Wenn nicht den Weg spürt. Für mich war das einfach ein Traum gewesen. Ich bin endlich dort angekommen, in Köln. Mein Ziel war gesehen, von Basel nach Köln zu fahren. Das war die ursprüngliche Idee gewesen. Let's go. Dann haben wir uns gesagt, beziehungsweise wir haben uns schon lange gedacht, jetzt gehen wir einen Burger essen. Ja, jetzt gönnen wir uns. Boah, krank. Krank. So krass. Ja, haben wir uns verdient. Hey, das haben wir uns wirklich verdient. Was wir heute alles geleistet haben. Und es ist auch extrem schnell gegangen. Heute ist wirklich gegangen. Ja. Ey, ein guter. Gute. Ja, das ist jetzt richtig geil. Wir sind jetzt, inklusive heute sind wir jetzt schon über 500, also ich glaube 520 habe ich mir so überschlagen gefahren. Und wir haben etwa 360 zum Fahren. Ja. Also Klacks quasi. Hast du mal den Burger? Kann man da wirklich so essen? Ich probiere es. Wow. Geil. Hey, der Tag war wirklich ein perfekter Tag. Zuerst am Morgen das Morgen im Kaffee, dann einfach den Tag durch wunderschönes Wetter. Es hat richtig Bock gemacht, ohne Regen, wirklich mit Sonne. Und dann jetzt am Abend noch ein Burger. Also, das war wirklich ein perfekter Tag. Cent hat schon schnell. Das ist das Einzige, was man braucht nach so vielen Kilometern. Guten Appetit. Danke. Das war's gesehen mit dem heutigen Tag. Morgen dann kommen wir Köln, aber zuerst mal schlafen wir. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreib einen Kommentar, ob du es geschafft hast, die Distanz. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Gut. Von Basel nach Köln zu fahren, das war die ursprüngliche Idee gewesen. Aber es geht noch weiter. Ich bin in einer Stadt, die ich noch nie gesehen bin in meinem Leben. Ich bin in einer Stadt, die ich mich absolut nicht auskenne. Weil ich bin aus eigener Kraft angekommen. Ich weiss, wo wir sind. Ich sehe hier ein bisschen schwarz.